Does that make sense? Macht das Sinn? I mean, John is wanting people to stay demonized so that he can be one of the special 12. Johannes wollte, dass die Menschen dämonisiert blieben, damit er einer der speziellen 12, der fantastischen 12 sein konnte. Do you understand? Versteht ihr das? John's just territorial. Johannes versucht, sein Territorium zu Provoked behaupten. by jealousy and wanting to be one of the special 12. Er ist getrieben von Eifersucht, denn er wollte einer der fantastischen 12 sein. How many of you have ever been rebuked by the Lord for your territorialism or your jealousy? Or Wie viele anything von like that? euch sind jemals vom Herrn, wie vielen von euch hat der Herr jemals widerstanden, weil ihr versucht habt, euer Territorium zu behaupten und zu sagen, dass nur ihr das Recht habt, etwas Any zu of you? machen? Irgendjemand hier? Okay. Jesus didn't rebuke him. He just said, John, don't do that. Don't forbid him. Jesus hat Johannes widerstanden, hat gesagt, Johannes, mach das nicht, so Now, I'm läuft das looking nicht. at this, I'm reading this story, and I'm thinking, good night. Und ich gucke mir diese Geschichten an und dann denke ich mir, ja, dann Jesus gut gave Nacht. these guys power and authority, but man, there's some bad stuff coming out of their lives here. This is awful. Jesus hat diesen Männern Autorität und Macht gegeben, dann kommt all dieses Schlimme aus ihrem Leben heraus, das ist ja And furchtbar. I'm thinking, Jesus should not have given these guys power and authority. They weren't prepared to handle it. Ich glaube, dann denke ich mir mal, ich glaube, Jesus hätte diesen Männern einfach nicht Macht und Autorität geben sollen, wenn sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. It's produced some bad things in their life. Das hat etwas ganz Schlechtes in ihrem Leben And I hervorgebracht. can't figure out why Jesus doesn't deal strongly and harshly with these Und guys. ich kann nicht verstehen, warum Jesus da nicht sehr direkt und sehr hart mit umgeht. And then you go on in the story. Und dann kommt da eine weitere Geschichte. Basically, it says he's on his way to Jerusalem now. Es heißt dann, dass er auf seinem Weg nach Jerusalem ist Sent his disciples to prepare the way. und er schickt seine Jünger voraus, damit sie den Weg He's going to bahnen. go through Samaria, Er geht durch Samarien but the Samaritans didn't want him to come through if he wasn't going to stop, so they kind of pushed his disciples away. und sie wollten ihn aber nicht durchlassen, so haben sie seine Jünger aufgehalten und sie sogar zurückgetrieben. And in verse 54, it says, when the disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and kill these people? Und Vers 54 sagt dann, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre, Just like Elijah did. so wie Elia das gemacht hat. And Jesus said to them, finally he turns and he rebukes them. Schließlich und endlich dreht er sich zu sie um und widersteht ihnen. And he says, you don't know what manner of spirit you're of. Und dann sagt er, ihr wisst doch gar nicht, was für Männer das sind. I'm not come to destroy people's lives, but save them. Wessen Geistes Kinder seid ihr eigentlich? Ich bin doch nicht gekommen, um zu zerstören, sondern zu retten. And I'm reading this story, I'm thinking, it's about time he rebuked them. My goodness. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, er ist ja mal endlich nötig, dass er anfängt, ihnen zu widerstehen. I mean, here's what they were saying. They were saying, you've given us power to heal and to deliver. We'd like to use that to kill these people if you don't mind. Das haben die Jünger hier eigentlich gesagt. Du hast uns Macht und Autorität gegeben, um die Menschen zu heilen und zu befreien. Aber wenn es dir nichts ausmacht, werden wir das auch noch benutzen, um sie alle umzubringen. Now, it's interesting. Es ist interessant. When they came down from the mountain of transfiguration just a few moments earlier, Nur ganz kurz vorher, als sie vom Berg der Verklärung wieder runterkamen, and they saw this demon-possessed boy, they weren't volunteering to cast a demon out. da sahen sie diesen Jungen, der von Dämonen besessen war, und sie haben sich freiwillig gemeldet, um diese Dämonen auszutreiben. But now they're volunteering to kill people on behalf of the Lord. Und jetzt wollen sie freiwillig im Namen des Herrn Menschen umbringen. How many of you think the spirit of murder is a good thing in a minister? Wie viele von euch denken, dass der Geist des Mordes etwas Gutes im Dienst ist? Well, yeah, we're thinking about calling this guy as our pastor, but you know, he periodically wants to kill people. Should we do it or shouldn't we? Naja, wir nennen diesen Typen eigentlich unseren Pastor, aber so hier und da möchte er gern die Leute umbringen. Also, was sollen wir jetzt machen? Have any of you in here ever asked God if it was okay if you used the power he had given you to kill someone? Irgendjemand hier, der schon mal Gott gefragt hat, ob die Kraft und Macht, die er dir gegeben hat, ob du sie auch zum Mord an anderen einsetzen kannst? Anybody? Irgendjemand? Okay, just checking. Gut, wollte das mal nur rausfinden. Now, let me tell you what I would have done had I been Jesus at this point. Also ich will euch sagen, was ich gemacht hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre. I would have said to my disciples, what are you guys thinking? Ich hätte sie da alle vor mir aufgereiht und gesagt, was denkt ihr eigentlich? I gave you power and authority to heal people because I needed help.
Ich habe euch Kraft und Autorität gegeben, Menschen zu heilen, weil ich Hilfe I'm only brauche. one man and I'm not able to touch the multitudes. I'm seeing the multitudes sick and oppressed, and I gave you power to help them. Ich möchte am liebsten alle selber berühren, weil ich sehe, dass die Massen kommen. Sie sind krank, sie sind besetzt, aber ich brauche euch einfach, dass ihr mir helft. Deswegen seid ihr ausgerüstet. And your response is that you move in power, but you get arrogant. You begin competing with one another to see who's going to be greatest in the kingdom. Aber was ihr macht, ihr nehmt diese Macht und Autorität und ihr fangt an, miteinander einen Wettstreit zu führen, um herauszufinden, wer der Größte im Königreich And ist. I let it go. I should have rebuked you then soundly. Und ich habe das zugelassen. Ich hätte euch damals schon widerstehen sollen. And then you're territorial. You actually want people to stay demonized so that you can be special. Und dann behauptet ihr auch noch euer Territorium. Ihr möchtet, dass Leute weiterhin von Dämonen besetzt sind, damit ihr dann irgendwie speziell auffallen And könnt. now you're wanting to use the power that I gave you to heal and to deliver. You're wanting to kill people with Und it. jetzt wollt ihr die Kraft und Macht, die ich euch gegeben habe, um zu heilen und zu befreien, um damit Menschen umzubringen. I'm taking back the power. I'm taking back the authority. Ich nehme die Kraft wieder von euch weg und ich nehme euch auch die Autorität wieder weg. You're on a restoration program. Ihr seid erstmal für eine Reha verdonnert. I forbid you to pray for the sick for 6 months. Ich verbiete euch, für die Kranken 6 Monate lang zu beten. Get out your scrolls. Und jetzt geht raus. We're going to talk about love and character. We're going to go over the Sermon on the Mount until you guys have the hearts of servants. I'm not going to have this mess in my disciples. Wir werden wieder ganz von vorne anfangen. Ihr nehmt euch jetzt Papier und Bleistift und ich werde mit euch nochmal die ganze Bergpredigt durchgeben. Ich werde nicht zulassen, dass solche Leute hier in meiner Gruppe sind. Das sind nicht meine Jünger, ich will andere Jünger haben. And then I would have turned away, Und dann hätte ich mich umgedreht looked back and said, you make me sick. und dann hätte ich mich nochmal umgedreht und gesagt, ihr bringt mich echt zum Kotzen. And then I would have prayed to the Father. Und dann hätte ich gebetet, hätte ich zum Vater gebetet. But I would have prayed loud enough for them to hear because I'm still going to rebuke them. Aber ich hätte laut genug gebetet, damit die das hören können, denn ich habe ihnen immer noch widerstanden. I'm partially praying, but partially rebuking them at the same time. Teilweise bete ich und teilweise widerstehe ich ihnen Father, gleichzeitig. I am so sorry. Vater, es tut mir so leid. I felt the pressure of touching so many people. I released my disciples before they were prepared. Ich habe diesen Druck gespürt, so viele Menschen zu berühren, zu heilen. Und ich habe Macht und Autorität meinen Jüngern gegeben, noch bevor sie bereit waren. They weren't ready to be used by power. I'm so sorry. Sie waren nicht bereit, in dieser Kraft wirklich zu gehen. Es tut mir so leid. God, forgive me. Father, I'm so sorry. I will never do that again. Vater, vergib mir. Es tut mir so leid. Ich werde das nie wieder tun. I will focus on character and love and kindness and all of these things. Ich werde mich auf Charakter, auf Liebe, auf Freundlichkeit konzentrieren und And auf all das. I'll make sure that I have better disciples in the future. Und ich werde dafür sorgen, dass ich zukünftig bessere Jünger habe. Father, forgive me. I've brought disrepute on your kingdom. I'm so sorry. Es tut mir leid, Vater. Ich habe deinem Königreich einen schlechten Ruf zugefügt. Es I tut will mir wirklich change my leid. method of training and releasing disciples. I will never make this mistake again. Ich werde meine ganze Art und Weise, wie ich Jünger zurüste und trainiere, verändern. Und diesen Fehler werde ich nie wieder machen. Now that's what I would have done. Let me show you what Jesus did. Das hätte ich gemacht. Aber Go ich möchte euch 5 sagen, was Jesus gemacht hat. 5 verses down to Luke 10, verse 1. 5 Verse weiter. After- Lukas Kapitel